Wenn dies natürlich ist, wie erkläre ich es dann? Einige antike Werke sollten nicht einmal existieren. Und am Ende zeige ich dasjenige, das Archäologen am meisten getäuscht hat. Wer hat das ohne Maschinen geplant? Bleiben Sie bis zum Ende. Das Letzte könnte Ihre Meinung ändern. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in der Mitte einer Stadt spazieren, mit Pyramiden so hoch wie ein 20-stöckiges Gebäude, die sich soweit das Auge reicht erstrecken. Alles fühlt sich großartig an, obwohl es vor 2000 Jahren gebaut wurde. Dies ist Teotihuacan, eine riesige antike Stadt in Mexiko, die heute zu einer der rätselhaftesten Konstruktionen geworden ist. Die Stadt erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 20 Quadratkilometern mit vielen verstreuten Pyramiden, insbesondere die Sonnenpyramide, die 65 Meter hoch ist und eine der größten der Welt. Aber das ist nicht das Seltsamste. Obwohl es eine komplexe Struktur und fortschrittliche Ingenieurskunst mit so detaillierten Steinmetzarbeiten hat, dass es unmöglich erscheint, dass es von Hand gemacht wurde, gibt es keine Beweise dafür, wer diese Stadt gebaut hat oder zu welchem Zweck. Einige Theorien schlagen vor, dass es ein Zentrum für religiöse Rituale oder vielleicht die Hauptstadt eines unbekannten Reiches war. Es gibt keine klare Schlussfolgerung. Es wurde plötzlich für fast 1000 Jahre verlassen, bevor es von den Azteken wiederentdeckt wurde, die hunderte Jahre später auftauchten. Die Azteken betrachteten diesen Ort sogar als heilig. Und je mehr sie ausgraben, desto tiefer wird das Geheimnis. Im Herzen der indonesischen Berge verkündeten Forscher kürzlich eine Entdeckung, die selbst die erfahrensten Archäologen sprachlos machte. Der Fund wurde die Festung der drei Wächter genannt, eine gigantische Struktur, die direkt in den Fels gehauen ist, mit Moos und Vegetation bedeckt, aber dennoch Details bewahrt, die für die Zeit, in der sie erbaut worden sein soll, unmöglich erscheinen. Die Formation ist schon von weitem beeindruckend. 3 kolossale Figuren in den Berg gehauen, jede mit unterschiedlichen Merkmalen. Die beiden an den Seiten ähneln wilden Tieren, ihre offenen Mäuler wirken wie Tore. In der Mitte gibt ein großes steinernes Auge, das mit leuchtenden Symbolen eingelegt ist, den Eindruck lebendig zu sein und alle zu beobachten, die sich nähern. Dieses Auge, das von Gelehrten das Auge von Ananta genannt wird, scheint eine seltsame, fast magnetische Energie auszustrahlen, die Berichten zufolge von denen gefühlt wird, die sich in die Nähe der Struktur gewagt haben. Laut lokalen Berichten erzählten die alten Bewohner der Region immer Geschichten über Wesen, die das Tal bewachten, und über endlose Korridore im Berg, in denen Geräusche nie zweimal auf die gleiche Weise widerhallten. Viele glauben, dass diese Wächter damit beauftragt waren, ein verlorenes Wissen zu schützen, etwas, das niemals in die falschen Hände fallen sollte. So ist die Festung der drei Wächter nicht nur eine archäologische Entdeckung, sondern auch ein Geheimnis, das die Fantasie all jener beflügelt, die es wagen, in ihre ewigen Augen zu blicken. Wenn dir jemand sagen würde, dass ein ganzer Berg zu einem prächtigen Tempel geschnitzt wurde, ohne Beton, Maschinen oder sogar Elektrizität zu verwenden, würdest du es glauben? Obwohl es unreal erscheinen mag, existiert dieser Ort tatsächlich in Indien. Dies ist der Kailasa-Tempel, eine mysteriöse Konstruktion in der Stadt Ellora, die Archäologen und Historiker aus aller Welt fasziniert. Dies liegt daran, dass er nicht gebaut, sondern aus dem Gipfel eines Steinbergs gemeißelt wurde. Die antiken Menschen nutzten die Technik, den Felsen von oben nach unten, Schicht für Schicht, mit Details zu extrahieren, bis er zu einem perfekten Tempel wurde. Alle Skulpturen der Gottheiten wurden aus demselben ursprünglichen Felsen gefertigt, ohne zusammengesetzte Teile, ohne Beton, ohne Stahlkonstruktionen. Alles besteht zu 100% aus Stein. Der Tempel ist ungefähr 30 Meter hoch, was einem 10-stöckigen Gebäude entspricht, mit einer Gesamtfläche von über 2800 Quadratmetern. Archäologen schätzen, dass mehr als 400.000 Tonnen Stein entfernt wurden. Und wusstest du, dass es derzeit keine klaren Hinweise darauf gibt, wer der wahre Architekt war und wie lange es dauerte, ihn zu bauen? Es ist ein Mysterium, das sich zu erforschen lohnt. Wenn jemand ihnen erzählt hätte, dass es mitten im feuchten Dschungel von Sri Lanka einen Palast gibt, der auf einer Klippe gebaut wurde und obendrauf ein Swimmingpool auf dem Berggipfel steht, würden sie es glauben. So absurd es auch klingt, diesen Ort gibt es wirklich. Sigiriya, oder Löwenfelsen, wie die Einheimischen es nennen, ist eine der schönsten, großartigsten und geheimnisvollsten Konstruktionen in Asien. Es ist ein Vulkanfelsen, der über 200 Meter aus dem Waldboden ragt. Und jemand in der Vergangenheit hat beschlossen, einen Palast auf diesem Berg zu bauen.
Ja, es war nicht nur ein Haus, sondern ein ganzes Schloss mit Verteidigungssystem. Dies wirft die Frage auf, wie die Menschen vor 1500 Jahren ohne Maschinen, Kräne oder Drohnen dies gebaut haben. Es wird gesagt, dass Sigiriya von König Kashyapa erbaut wurde, einem König, der den Thron auf nicht so populäre Weise bestieg. Es gibt Gerüchte, dass er seinen eigenen Vater gestürzt hat, um den Thron zu usurpieren, und dass er Angst hatte, sein Bruder würde aus Rache zurückkehren. Auch baute er den Palast auf dem Berg in der Hoffnung, dass er eine uneinnehmbare Festung sein würde. Aber die Frage bleibt immer noch, warum so viel in eine Zuflucht investieren? Es ist eine Frage, die bis heute unbeantwortet bleibt. Auf einem weiten, öden Feld im Norden Schottlands, inmitten kalter, starker Winde, die fast das ganze Jahr über wehen, steht eine Gruppe uralter Steine hoch aufragend, als ob sie etwas beobachtet. Die Callanish-Steine sind eine Gruppe von 13 riesigen Steinen, die in einem Kreis in der Mitte eines Feldes auf der Isle of Lewis in den Hebriden, Schottland, angeordnet sind. Einige von ihnen sind bis zu 5 Meter hoch und präzise ausgerichtet. Das Wichtigste ist, dass ihre Position perfekt mit dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zur Sommer- und Wintersonnenwende übereinstimmt. Einige richten sich nach der Umlaufbahn des Mondes aus. In der vorgeschichtlichen Zeit hätten gewöhnliche Menschen diese Messungen nicht mit solcher Präzision durchführen können. Archäologen glauben, dass diese Steine um 3000 bis 2900 vor Christus errichtet wurden, was bedeutet, dass sie älter sind als die Pyramiden von Gizeh. Dies lässt Wissenschaftler glauben, dass die Callanish-Steine möglicherweise ein altes astronomisches Observatorium waren oder in einer gewagteren Theorie ein Energieportal zwischen der Erde und dem Himmel, das von der Menschheit genutzt wurde, um mit dem Universum zu kommunizieren. All dies sind nur Theorien, da es keine Inschriften gibt, die ihren Zweck erklären, sondern nur die Struktur, die uns verblüfft. Während große Städte darum wetteiferten, immer höhere Gebäude zu errichten, entschied sich jemand in der Vergangenheit dafür, eine ganze Stadt unter der Erde auszugraben. Derinkuyu ist eine gigantische unterirdische Stadt in Kappadokien, Türkei, die vor Tausenden von Jahren in vulkanisches Gestein gehauen wurde. Das Überraschendste ist, dass es eine vollständige Struktur mit Räumen, Küchen, Ställen, Dutzenden von miteinander verbundenen Luftschächten und einem so tiefen Brunnen gibt, dass er die gesamte Stadt versorgen konnte, ohne an die Oberfläche gehen zu müssen. Die Stadt war so groß, dass sie bis zu 20.000 Menschen mit Vieh und Vorräten für mindestens 1 bis 2 Monate beherbergen konnte, was bedeutete, dass sie unterirdisch leben konnten, ohne hinausgehen zu müssen. Es gibt mehrere Theorien, warum die Stadt gebaut wurde. Einige sagen, es war aus Verteidigungsgründen, vielleicht während eines Krieges, einer Flucht oder um sich vor der Invasion ausländischer Reiche oder Stämme zu schützen, die in der Vergangenheit grausam waren, wie die Römer, Perser oder Mongolen in späteren Epochen. Aber das Problem ist, dass es keinen klaren Beweis dafür gibt, wer mit der Ausgrabung von Derinkuyu begonnen hat. Manche sagen, es wurde von den Hethitern vor mehr als 3500 Jahren begonnen, während andere meinen, es könnte sogar älter sein, aus der vorgeschichtlichen Zeit. Aber was sicher ist, dass die Menschen damals keine Maschinen oder Elektrizität hatten, um den Bau zu erleichtern, wie wir es heute tun. In der Wüste, die trocken und trostlos in Nordneumexiko, USA aussieht, liegt der Chaco Canyon, eine geheimnisvolle archäologische Stätte, bei der niemand sicher sagen kann, wofür sie gebaut wurde und wer hinter dieser fortgeschrittenen Zivilisation steckt. Die antike Stadt, die Sie hier sehen, wurde genau nach den Richtungen der Sterne geplant. Es gibt hunderte von Steingebäuden, die mit aufeinander gestapelten Steinen auf eine detaillierte und präzise Weise gebaut wurden, was über die Fähigkeiten der Menschen jener Zeit hinauszugehen scheint. Viele Gebäude sind am Tag der Sommersonnenwende zur Sonne ausgerichtet und einige Punkte stimmen mit der Umlaufbahn des Mondes überein, die einen Zyklus von 18,6 Jahren hat. Wie wussten sie das damals? Und was Wissenschaftler noch mehr schockiert ist, dass diese Stadt keine Wasserquellen, Wälder oder natürlichen Ressourcen hat, um eine große Bevölkerung zu ernähren. Aber es war einmal ein riesiges Zentrum mit einem Regenwassersammelsystem, wegen innerhalb der Gebäude und Wandmalereien. Die nächstliegende Antwort auf die Frage, wem gehört diese Stadt, ist das Pueblo-Volk, bekannt als Anasazi. Aber das Geheimnis ist, dass sie nie Aufzeichnungen hinterlassen, nie ein Schriftsystem hatten und es keine Beweise gibt, wer sie führte. Als die Stadt ihren Höhepunkt erreichte, verschwand sie einfach aus der Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie graben einen Brunnen in Ihrem Garten und finden plötzlich ein riesiges steinernes Loch, das wie eine antike unterirdische Stadt aussieht. Genau das ist passiert. Diese seltsame Entdeckung geschah wirklich in einem kleinen Dorf im Xianping-Distrikt in China. Dies ist der Xianping-Höhlenkomplex, eine Gruppe von mysteriösen und riesigen Höhlen, die von Hand in massiven Fels gehauen wurden und zu großen Hallen mit einer Tiefe von über 30 Metern wurden.
Alle Höhlen wurden symmetrisch ausgegraben. Was noch überraschender ist, dass dieses gigantische Bauwerk, dessen Errichtung die Arbeit von Hunderttausenden Menschen erfordert hätte, keine Aufzeichnungen in der chinesischen Geschichte hat und bis 1992 niemand von seiner Existenz wusste, als ein Dorfbewohner einen Brunnen grub und versehentlich eine Öffnung im Boden fand, die zu einem der größten antiken Geheimnisse des modernen China wurde. Bis heute weiß niemand, wer sie gebaut hat oder warum sie geschaffen wurden. Einige Gelehrte vermuten, dass sie alte Unterkünfte gewesen sein könnten. Andere glauben, dass sie geheime Tempel gewesen sein könnten. Und es gibt sogar Theorien, die sie mit verlorenen Zivilisationen in Verbindung bringen, die vergessenes Wissen über Ingenieurwesen hatten. Was sicher ist, dass die Xianping-Höhlen eines der rätselhaftesten archäologischen Rätsel der Welt bleiben und uns mehr Fragen als Antworten über die wahre Geschichte hinterlassen, die unter unseren Füßen verborgen ist. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und zu abonnieren. Es kommen noch viele weitere Geheimnisse auf dich zu.